Hallo und herzlich willkommen bei Marein Caravaning, Ihrem Carthago Center West hier in Aldenhoven bei Aachen. Hinter mir steht ein Reisemobil der Superlativen mit einer Megaküche und einer absoluten Autarkie, eigenem Gasgenerator und das zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Ich weiß, Schnäppchenpreis, das polarisiert jetzt gleich wieder den einen oder den anderen, aber in Anbetracht des Neupreises von mehr als 550.000 Euro sind diese 369.000 Euro ein echtes Schnäppchen. In diesem Concorde Liner Plus 996L werkelt ein Mercedes-Benz 1530 LL, bedeutet, das Fahrzeug hat an der Vorder- sowie an der Hinterachse eine Vollluftfederung. Selbstverständlich ist das Fahrzeug mit einer Differentialsperre ausgestattet. Unter der Haube werkelt ein 7,7 Liter Sechszylinder-Motor und stemmt satte 299 PS an die Hinterachse. Hier ist also für ordentlich Fortbewegung gesorgt. Das Auto ist Baujahr 2020 und wurde 2021 erstmalig offiziell auf den Straßen bewegt, weil der Kunde gleich bei der Neuzulassung für ein Jahr selber gesundheitlich außer Gefecht gesetzt gewesen ist. Das Fahrzeug hat gerade mal 18.000 Kilometer gelaufen, ist erster Hand und hat, wenn es nicht benutzt worden ist, immer in einer trockenen und beheizten Halle gestanden. Dass ein solches Fahrzeug Zuladung ohne Ende von gleich mehreren Tonnen hat, das versteht sich von alleine. Aber dieses Fahrzeug hat nicht nur Zuladung ohne Ende, sondern auch über die elektrisch öffnenden Außenklappen hat man wirklich genug Stauraum, wo man allerlei Utensilien reinbringen kann. Beispielsweise dieses Fach kann man von der einen Seite komplett beladen und von der anderen Seite wieder die Dinge halt rausnehmen. Das heißt also auch lange, sperrige Dinge wie Skier oder Sonnenschirme haben hier ihren festen Platz. Außerdem verfügt das Fahrzeug über eine Gasanlage, die einmal mit den ganz normalen herkömmlichen 2 11 Kilogramm Gasflaschen versorgt wird und natürlich über einen 120 Liter Gastank. Und wie man bereits sieht, wenn ich diese Klappe hier öffne, ist das ganze Fahrzeug mit Unterbodenschutz von unten versiegelt. Das Fahrzeug sieht von unten wirklich aus wie neu. Das ist sofort gemacht worden, bevor das Fahrzeug das erste Mal auf die Straße kam. In den weiteren Fächern, die wir hier sehen, sind natürlich all die Dinge verbaut, die man halt so benötigt. Hier ist die Fähr- und Entsorgung des Frischwassers sowie auch des Fäkaltanks. Hier ist ein nützliches Stauraumfach untergebracht. Hier vorne kann man das Fahrzeug betanken oder halt AdBlue nachtanken in dem vorderen Bereich. Und hier ist nochmal ein ganz besonderes Highlight. Das Fahrzeug verfügt selbstverständlich über eine ALDE-Heizung, die entweder mit Gas betrieben werden kann oder elektrisch. Darüber hinaus hat das Fahrzeug noch die berühmte ALDE Flow. Das bedeutet, wenn man unter der Dusche steht, kann man wirklich duschen vom ersten Tropfen, bis dass der Tank leer ist, wenn man möchte, und man hat permanent warmes Wasser. Das garantiert nur die ALDE Flow. Über die normale ALDE-Heizung darüber hinaus hat das Fahrzeug nochmal eine zusätzliche Webasto Dieselheizung, die ebenfalls in den gleichen Heizkreislauf mit eingebaut ist, und somit kann man das Fahrzeug auch komplett mit der Webasto Dieselheizung beheizen. Die Heckgarage ist mit bis zu 400 Kilo belastbar und hat natürlich einen Alu-Riffelblechboden und dementsprechende Verzurrsysteme. In der Heckgarage des Fahrzeugs ist die Zentralelektrik verbaut, die Außendusche und natürlich die Batterien. Apropos Batterien, diese sind ganz neu und machen ganz sicher in den nächsten 6 bis 8 Jahren keine Scherereien. Außerdem hat das Fahrzeug eine abnehmbare Anhängerkupplung mit einer Anhängelast von 3.500 Kilogramm. Hier kann man jetzt gleich in den Urlaubsort auch noch das Sportboot oder den SUV mitnehmen oder was man halt immer so gerade daran hängen möchte. Das Innendesign dieses Fahrzeugs ist absolut zeitlos.
Die Möbelfronten sind in Atlas Zeder gewählt und die Dachstaukästen haben eine Edelstahlleiste zum Öffnen der Dachstaukästen. Außerdem hat das Fahrzeug elfenbeinfarbenes Leder verbaut. Darüber hinaus hat das Fahrzeug ein Jenat-Soundsystem, was wirklich keine Wünsche offen lässt. In diesem Fahrzeug sind mehr als 10 Lautsprecher, Hoch- und Tieftöner verbaut, vom Frontbereich bis in den Schlafbereich. Und das Ganze kann von vorne wie auch von hinten geregelt werden. Selbstverständlich verfügt dieses Fahrzeug über ein ausgeklügeltes Heizungssystem inklusive einer Fußbodenheizung. Darüber hinaus hat das Fahrzeug 2 Dachklimaanlagen verbaut, einmal für den Frontbereich, also hier Salon und Küche, und einmal für den Heckbereich im Schlafzimmer. Im Inneren dieses Fahrzeugs haben wir die beliebte Barsitzgruppe verbaut. Hier haben bequem 6 Personen Platz. Der Tisch kann natürlich ausgezogen werden. Gleich vis-à-vis der beiden Captain Chairs sowie auch der Couch ist der Fernseher verbaut, der elektrisch aus dem Dachschrank in einer rasenden Geschwindigkeit herausgefahren kommt. Das Fahrzeug verfügt über 4 feste Schlafplätze, das heißt 2 im Heck, sowie das elektrisch absenkbare Hubbett und einem Notschlafplatz hier auf der Couch, wo mit wenigen Handgriffen ebenfalls ein Bett rausgebaut werden kann. Das Fahrzeug verfügt außerdem über den gekettelten Teppich, der als Sonderoption zusätzlich geordert werden kann, und darunter befindet sich die edle Yachtoptik des Fußbodens. Die Küche in diesem Fahrzeug lässt wirklich keine Wünsche offen. Eine riesige Küche mit 2 vollwertigen Arbeitsplatten, einmal auf der linken Seite und auch auf der rechten Seite. Des Weiteren hat man hier sehr viele Schubladen, die wirklich großzügig gestaltet sind, die mit bis zu 25 Kilo belastbar sind. Außerdem ist hier eine Kaffeemaschine eingebaut, die elektrisch aus dem Dachstaukasten herausfährt. Darüber ist auch nochmal ein nützliches Fach, wo man die Kapseln einbringen kann oder die Espresso-Tassen. Außerdem verfügt das Fahrzeug über einen sogenannten Tech Tower. Das heißt, es gibt den großen 160 Liter Kühlschrank mit dem darüber liegenden Gefrierfach und natürlich den Backofen, damit die morgendlichen Brötchen nicht lange auf sich warten lassen. Hier im Seitenbereich ist nochmal ein nützliches Fach untergebracht, wo man ein paar Getränkeflaschen, beispielsweise Wein, unterbringen kann. Damit das edle Tröpfchen auch stilgerecht zu sich genommen werden kann, sind natürlich hier in der Bar die Gläser direkt ordentlich verbaut, selbstverständlich mit Markenbrand. Dass man von außen das Fahrzeug wirklich über die Stauklappen üppig beladen kann, das ist kein Wunder. Aber auch im Innenraum geht es genauso weiter. So ist beispielsweise hier nochmal im Küchenbereich ein großer Apothekenauszugschrank verbaut. Und, was ich besonders genial finde, es gibt 2 Kleiderschränke. Ein Kleiderschrank hier im vorderen Bereich, vor der Raumteilertüre, in dem man große Jacken und lange Dinge auch aufhängen kann und Schuhe schön nochmal einstellen kann. Und natürlich nochmal einen Kleiderschrank hier im Badbereich, der wesentlich größer ausfällt. Hier über diese Schiebetüre kann man den vorderen Bereich zum hinteren Bereich zum ersten Mal unterteilen. Das heißt, ich habe hier eine Schiebetüre, die wirklich schön ruhig und satt läuft, die im Innenbereich dann auch nochmal einen kompletten Spiegel verbaut hat, sodass, wenn man hier im Badezimmer steht, wirklich komplett sehen kann von Kopf bis Fuß, wie man sich jetzt gerade zurecht gemacht hat. Außerdem haben wir hier im Badezimmer ein besonders großes Waschbecken mit vernünftigen Mischbatterien und einen Spiegelschrank, der eine ausreichende Tiefe bietet, um allerlei Utensilien einzubringen. Was mir besonders gut gefällt bei dem Fahrzeug, sind die Acrylglaseinlagen, die von hinten nochmal mit LED-Beleuchtung angestrahlt wird. Das sieht, finde ich, besonders edel aus. Unter dem Waschbecken sind nochmal große Schränke verbaut, wo man jetzt Handtücher reinbringen kann, Waschlappen oder was man halt immer als so im Badezimmer benötigt. Selbstverständlich hat dieses Fahrzeug eine Keramik-Festtanktoilette mit einem Zerhacker drin. Hier ist also genügend Autarkie auch über den Fäkaltank gewährleistet. Außerdem ist hier ein beheizter Handtuchhalter verbaut, an dem die Handtücher dann auch schön trocknen, nachdem man sie bei der Dusche benutzt hat. Die Dusche ist so groß gewählt und so groß gestaltet, dass also auch groß gewachsene Menschen genügend Kopffreiheit haben zum einen und natürlich genug Bewegungsfreiraum beim Duschen im Schulterbereich sowie auch hier unten im Beckenbereich.
Hier gibt es eine Handbrause, wo auch lange Haare schön ausgespült werden können. Das ist mal ein Schlafraum, der lässt sich echt sehen. Nicht nur, dass er wirklich groß und üppig geformt ist, weil ich habe hier wirklich 2 Längs-Einzelbetten, die natürlich im Mittelbereich hier geschlossen sind. So kann ich also in dem Auto wirklich quer und diagonal und in allen Richtungen überhaupt schlafen. Die Matratzen sind auch wirklich sehr, sehr, sehr schön und weich ausgeformt. Nein, darüber hinaus habe ich natürlich noch Dinge, die man normalerweise in einem Schlafzimmer so nicht antrifft. Zum Beispiel diesen Panikschalter hier, den ich von hier hinten aus schalten kann. Darüber hinaus ist hier im Heckbereich ein kleiner Bildschirm verbaut, der die 360-Grad-Kamera, die zum Rangieren genutzt wird, auch von hier hinten aus steuern kann. Sicherheit wird hier ganz groß geschrieben. Selbstverständlich hat das Fahrzeug auch einen Gasdetektor, der alle gängigen Narkosegase halt aufspürt und auch dementsprechend dann über einen Alarm die Insassen weckt. Außerdem kann ich hier hinten aus dem Schlafbereich die eingebaute LED-Beleuchtung, die im Fahrzeug in den Leisten oben drin eingebaut ist, nochmal einzeln schalten und entweder den rechten oder den linken Bereich des Fahrzeugs taghell ausleuchten, wenn mal in der Nacht ein paar komische Geräusche ums Wohnmobil herum sind. Darüber hinaus ist selbstverständlich ein 24 Zoll Alphatronics TV verbaut und ein Jenert Soundsystem. Besonders praktisch finde ich nicht nur, dass eine Klimaanlage hier im Heck verbaut ist, sondern daneben auch nochmal das Heki-Dach. So kann ich je nach Jahreszeit entweder mit der Klimaanlage meinen Schlafraum runterkühlen oder halt mit dem Heki-Dach über genügend Be- und Entlüftung sorgen. Das Hubbett ist elektrisch absenkbar und bietet für 2 Personen ausreichend Platz und ist auch ausreichend belastbar. Also einmal Platz genommen hier hinter dem Lenkrad des Ategos 1530 LL. Ganz ehrlich, da will man gar nicht mehr weg. Ne? Nicht nur, dass der Sitz hier schön luftgefedert ist, der Beifahrersitz natürlich auch. Dann hat man hier die Armlehnen, das verstellbare Lenkrad. Man sitzt hier wirklich echt wie der König der Landstraßen. Schön hoch, man hat einen wahnsinnigen Weitblick. Das Fahrzeug ist auch trotz dieser, ich sag mal, beachtlichen Größe von mehr als 10 Metern sehr, sehr überschaubar, weil genau hier vorne, wo die Ecke ist, wo ich halt hinschaue, da hört das Fahrzeug auch auf. Da geht nicht noch irgendwas irgendwie nach vorne weg oder sonst irgendwas. Ich habe hier wirklich einen relativ nahen Blick vor das Fahrzeug und habe natürlich hier im Cockpit auch noch meine 360-Grad-Kamera verbaut, die mir natürlich auch nochmal hilft. Die Spiegel, die hier in dem Fahrzeug sind, lassen schön die Seiten des Fahrzeugs in gesamter Breite, also wirklich von oben, von der Dachrundung aus bis runter zum Boden, hat man wirklich hier einen sensationellen Blick über die Spiegel, sodass man auch beim Rangieren auf dem Campingplatz jetzt wirklich über Äste oder Dachvorsprünge, die da vielleicht sind, bestens informiert ist. Hier im Fahrerhaus habe ich, damit das Leben halt möglichst angenehm ist, auch wirklich all die ganzen Fahrassistenzsysteme. Nochmal, ich habe ein Abstandsregeltempomat, das heißt, ich kann mir einmal meine Geschwindigkeit wählen und der Abstand zu meinem vorausfahrenden Fahrzeug wird gleich gehalten. Das Ganze auch natürlich mit einem Nothalteassistent. Das bedeutet, wenn also mal ein Stauende naht oder vor mir einer plötzlich eine Vollbremsung macht, geht der Atego für Sie mit in die Eisen und verzögert die Geschwindigkeit bis in den Stillstand hinein. Das Automatikgetriebe hier drin arbeitet wirklich sauber und schaltet einwandfrei und auch schnell genug, also nicht so lange Schaltpausen, wie man das sonst von vielen Getriebe gewohnt ist. Und was natürlich auch sehr angenehm ist, ist der aktive Spurhalteassistent, der wirklich das Fahrzeug auf der Spur hält. Das Fahrzeug verfügt an der Frontscheibe natürlich auch nochmal über einen haushaltsüblichen normalen Rollladen, der zum Verdunkeln des Fahrzeugs halt gedacht ist. Was ich sehr praktisch finde, ist, dass die beiden Seitenscheiben hier an der Fahrer- wie auch auf der Beifahrerseite sich elektrisch öffnen und schließen lassen. Und ich habe natürlich hier eine Motorbremse verbaut, wie sich das, ich sag mal, in so einem richtigen Brummi gehört. Bei der Bergabfahrt, bei der langen Passstraße beispielsweise, kann ich die Motorbremse halt setzen und die Geschwindigkeit, die eingeschaltete wird, sofern die Physik das noch möglich macht, dann auch dementsprechend eingehalten. Das schont wirklich Nerven und Bremsbeläge. Dass das Fahrzeug eine Differentialsperre an der Hinterachse hat, versteht sich ganz von alleine.
Somit ist auch gewährleistet, dass wenn ich mit so einem schweren Fahrzeug dann mal auf einer nassen Wiese bin oder so und der Untergrund ein bisschen schlüpfrig ist, dass ich die beiden Räder gleichstellen kann im Antrieb und das Fahrzeug dann sich wirklich auch nochmal aus schwierigem Terrain heraus bewegen kann. Eine Druckluftverfahren für die Hupe sowie auch die serienmäßige Hupe ist ebenfalls im Fahrzeug verbaut und das Alarmsystem, welches das Fahrzeug hat darüber hinaus noch einen zuschaltbaren Ultraschallsensor, den ich hier mit einem Kippschalter zuschalten kann. Bedeutet also, wenn ich das Fahrzeug verlasse, kann ich die Alarmanlage scharf schalten. Und wenn jetzt beispielsweise der Hund im Fahrzeug zurückbleibt, kann ich die Ultraschallüberwachung abschalten und der Hund kann sich im Fahrzeug frei bewegen. Ist das Fahrzeug dann irgendwann mal komplett allein und keiner ist da, schalte ich die Ultraschallüberwachung mit dazu und der Innenraum ist also komplett abgesichert. Außerdem ist hier vorne nochmal in der Kommandozentrale die Webasto Standheizung verbaut, die nochmal zusätzlich das Fahrerhaus alleine beheizt. Bedeutet also, wir haben hinten eine Webasto Heizung für den Wohnraum und nochmal im Fahrgastraum eine 3 kW Webasto Standheizung. Sie sehen also, mit diesem Fahrzeug ist man wirklich das ganze Jahr auf einem wirklich guten Weg unterwegs. Hier haben Sie ein Reisemobil, wo man wirklich komplett lange Reisen, beispielsweise das Überwintern in Spanien, so gestalten kann, dass man eigentlich mit einer fahrenden Eigentumswohnung unterwegs ist. Für mich wäre dieses Fahrzeug im Moment die absolut erste Wahl für all diejenigen, die wirklich ein Fahrzeug haben wollen, was alles kann. Und das hat man hier gefunden. Deshalb an dieser Stelle mein Expertentipp: Greifen Sie zu, bevor es andere tun. Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug oder zu anderen Fahrzeugen erfahren Sie unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Mareien Caravaning. Und sollte Ihnen der Beitrag gefallen haben, würde ich mich über ein Like sehr freuen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, so sind Sie auch zukünftig bestens informiert. Und besuchen Sie mal unseren YouTube-Kanal unter WOMO Scout. Tschüss, wir sehen uns, Ihr Andreas Marein. Tschüss.